Die Russen haben natürlich in der Luft klare Überlegenheit und fliegen auch viele Angriffe aus der Luft. Welche Problematik bedeutet das für die Ukraine und in welchen Gebieten passiert da was? Ja, also die Ukraine ist weiterhin nicht in der Lage, diese Lufthoheit der Russen einzudämmen und auch wirklich gegen diese schweren Schläge der russischen Luftwaffe etwas zu unternehmen. Wir gucken uns mal hier Bilder an von den Luftangriffen, vor allem immer mit Gleitbomben. Und die ukrainischen Streitkräfte haben jetzt offizielle Zahlen veröffentlicht. Und da kann man ein bisschen gucken, 45.000 Mal gab es Luftalarm seit Beginn des Krieges. Das heißt, 50 Mal im Durchschnitt pro Tag. Natürlich Terror für die Zivilbevölkerung. Fast 24.000 Flugkörper sind abgeschossen worden auf die Ukraine. Nicht ganz die Hälfte hat man erfolgreich bekämpfen können. 12.000 Treffer haben die Russen mit ihren Angriffen erzielt. 5.700 Mal war das Angriffsziel ein militärisches. Rund 6.000 Mal aber Zivilisten, die betroffen waren. Und wenn wir uns dann mal die eingesetzten Systeme angucken, dann vor allem Kamikaze-Drohnen, die zu Beginn des Krieges von den Russen noch überhaupt nicht vorhanden waren und gar nicht eingesetzt worden sind. Also 14.000 aus überwiegend iranischer Produktion, Marschflugkörper auch fast 5.000, ballistische Raketen 1.800 und Flugabwehrraketen 3.000. Und wenn man sich vor allem mal anguckt, die ballistischen Raketen und die Flugabwehrraketen, da ist das Verhältnis doch sehr, sehr schlecht auf ukrainischer Seite. Da hat man relativ wenig abschießen können. Und das zeigt, dass man weiterhin ein großes Defizit im Bereich der Flugabwehr hat. Es fehlen halt weiterhin technisch hochwertige Flugabwehrsysteme, mit denen man vor allem diese Hochwertwaffensysteme der Russen abfangen kann. Also auch die F-16, die jetzt geliefert worden sind, auch die weiteren Flugabwehrsysteme, die so peu à peu kommen, reichen eigentlich längst noch nicht aus. Man braucht vor allem in diesen beiden Bereichen auf ukrainischer Seite viel, viel mehr Material. Guido, ganz herzlichen Dank für all die Informationen, Zahlen und den Überblick.